Ihr nutzt SUSE und wenn ihr versucht, den Just Software Manager bzw. den Paketmanager zu starten, euer Root-Passwort eingebt und es erscheint dieser Fehler, dann habe ich für euch einen Fix. Hier ist Linux Infinite und in diesem Video werden wir dieses Problem angehen. Kleiner Disclaimer vorne dran. Für alles, was in diesem Video passiert, bzw. was ihr auf eurem System macht, bin ich nicht verantwortlich. Bei mir hat dieser Fix geholfen, aber das Ganze läuft hier bei mir auf einer virtuellen Maschine. Also, wenn ihr euch eventuell nicht traut, diesen Schritt zu gehen, dann wartet eventuell auf ein weiteres Update oder lasst euch von einem Profi helfen. Schaut euch meinen Weg an und entscheiden könnt ihr am Ende immer noch selber, ob ihr diesen Weg gehen wollt. Disclaimer Ende. Und was noch wichtig zu sagen ist, das Ganze passiert unter OpenSUSE Tumbleweed. Ob dieser Fix bei Leap auch funktioniert, kann ich nicht sagen, aber ich denke, es würde auch dort funktionieren. Okay, wir sitzen jetzt an dem Problem, was uns hier ausgespuckt wird. Ich habe hier gesehen, dass etwas mit Ruby nicht stimmt. Das heißt, Ruby 3.4.0 hat ein Problem, wird vom Kernel benötigt und kann nicht geladen werden. Package kann nicht geladen werden. Package Slideshow due to failed load. Jetzt zeige ich euch, wie ich an die ganze Sache rangegangen bin. Und zwar, ich habe ein Terminal geöffnet und habe erstmal eingegeben sudo zipper search und dann Ruby. Dann gebe ich mein Root-Passwort ein. So, und hier sehe ich, dass hier überall 4.0 und so weiter steht. Jetzt bin ich mal in die Info und zwar sudo zipper info Ruby. So, und dann scrolle ich hoch, dann sehe ich hier die Informationen zum Paket und hier ist die Version 4.0-1.1. Installiert? Ja, automatisch. Status veraltet. Aber ich habe ein Problem gehabt und zwar habe ich da sudo zipper update gemacht und dadurch ist der ganze Fehler entstanden. Und jetzt sehe ich hier, dass hier etwas nicht installiert wurde. Das heißt, hier gibt es ein Problem. Und das ist so ziemlich das, was ich hier vorher hatte. Und zwar haben wir hier das Just Ruby Bindings. So, was ich jetzt als erstes gemacht habe, ist, ich habe eingegeben, ich mache das jetzt mal größer, dass ihr auch was seht, cleare das Ganze und jetzt habe ich sudo zipper remove just 2 Ruby Bindings entfernt. Jetzt sehen wir hier, es werden 37 Pakete gelöscht. Deswegen habe ich gesagt, dafür seid ihr selber verantwortlich. Wenn irgendwas nachher nicht klappt, bin ich nicht daran schuld. In meinem Fall hat es jetzt geholfen. Wie gesagt, ich zeige euch, wie es weitergeht. Was wir uns merken müssen, sind die zwei folgenden Schematas. Und zwar Just 2-Basis, Just 2-Desktop. Denn die werden wir jetzt löschen. Okay, nun sudo zipper Ruby beziehungsweise remove Ruby. Jawohl, wollen wir löschen. So, clear. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder installieren. Und das machen wir folgendermaßen. Sudo zipper install Ruby. So, und jetzt wird uns eine Meldung, und zwar ein Problem, das zu installierende Ruby 4.0 erfordert Ruby 4.0 größer als 4.0. Aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden, nicht installierbar, Anbieter, bla bla bla. Jetzt ist die erste Lösung, folgende Aktion wird ausgeführt. Die Installation von Ruby 3.4. Das machen wir. Wir wählen die 1 aus, drücken Enter. Jawohl. Und wir sehen, jetzt wird das hier alles gelöscht und das hier wird alles installiert. Wir bestätigen mit Ja. So, clear. Jetzt geben wir nochmal ein sudo zipper info Ruby. Und jetzt sehen wir hier Status aktuell. Installiert ist 4.0. So, das ist gut. Dann clearen wir und jetzt geben wir ein sudo zipper install pattern. So kann man Schematas installieren, das heißt komplette Gruppen.
Doppelpunkt, Yast 2 Unterstrich Basis und, beziehungsweise wir machen als erstes das und dann das nächste. So, das ist erledigt. Clear, sudo zipper install pattern Doppelpunkt Yast 2 Unterstrich Desktop. Enter. Jawohl. Bestätigen mit Ja. So, sudo zipper update. So, keine auszuführende Aktion. Es wird auch kein Fehler mehr gefunden. Das ist perfekt. Dann clear. Dann geben wir ein sudo reboot. Dann hoffen wir, dass wir uns nicht das System zerschossen haben. Jetzt warten wir schnell. Okay, wir sind wieder da. Geben unser Root-Passwort ein. Und wenn wir jetzt Yast Software auswählen, geben unser Root-Passwort ein, dann sehen wir, er springt wieder rein und wir können Yast wieder verwenden. GIMP geben wir ein und wir sehen, wir können alles ausführen. Ich hoffe, ich konnte euch bei diesem Problem helfen. Ich werde natürlich die Befehle in die Beschreibung packen, damit ihr das Ganze nur noch kopieren müsst. Wenn euch der Fix geholfen hat, dann gebt dem Video doch ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und schreibt einen Kommentar, wie man es eventuell hätte leichter machen können oder ob ihr auch dieses Problem habt. Dann würde ich sagen, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.